Ich möchte heute mal die Instax White 300 vorstellen. Die Sofortbildkamera hat ein deutlich größeres Format als zum Beispiel die Mini 90 Neo Classic. Sie ist natürlich vom Volumen deutlich größer. Die Fotos haben schon eine durchaus angenehme Betrachtungsgröße. Da kann man dann schon was erkennen. Zur Kamera gehört neben dem Trageriemen als Zubehör dieser Vorsatz hier. Zur Kamera gehört als Zubehör der Film, obwohl es ja kein richtiger Film ist, man sagt einfach dazu der Film. Da sind 10 Farbaufnahmen drauf. Es gibt für die Kamera derzeit noch keinen Monochromfilm, so wie es für die Mini 90 zum Beispiel gibt. Aber vielleicht kommt das ja noch. So, die Kamera mal hier etwas mehr in die Mitte. Dann sieht man hier vorne das Objektiv, das Blitzmodul, den Auslöser und den Einschalter und hier oben rechts den Sucher mit 2 Sensoren, einmal für Blitz und einmal für die Bildbelichtung. Hier sind die Punkte, an denen man den Trageriemen jetzt befestigen kann. Dann drehe ich mal um. So, dann sieht man hier die 2 Bedienknöpfe, einmal um den Aufhellblitz zuzuschalten und zum anderen hier mit dem Knopf das Bild etwas heller und etwas dunkler machen zu können. Hier auf diesem Display wird die Bildzahl, die zur Verfügung steht, angezeigt und auch ob der Blitz aktiviert ist oder heller oder dunkler eingestellt ist. Das hier ist der Sucher und hier diese kleine LED ist dafür da, um zu signalisieren, dass der Blitz noch nicht nach einer Aufnahme wieder voll aufgeladen ist. So, dann werde ich mal einen Film einlegen. Zu dem Zweck öffne ich das jetzt hier mal. So, da ist jetzt der Film zu sehen. Hier oben die kleine Marke, die ist gleich ganz wichtig. So sieht das aus und ich werde jetzt die Kamera aufmachen und die Filmpatrone einlegen. Und da ist Folgendes wichtig. Hier vorne diese Marke muss ich mit der Marke hier oben decken. Dann lege ich das ein und schließe. Und wenn ich jetzt die Kamera einschalte, das kann ich ja hier vorne machen, dann kommt einmal das Objektiv raus und es wird mir hier noch nichts angezeigt oben. Das liegt daran, weil die Schutzfolie noch nicht ausgeworfen ist und das macht man dadurch, indem man hier einmal auf den Auslöser drückt. So, jetzt kommt hier oben die Schutzfolie heraus, die nimmt man weg und damit ist die Kamera betriebsbereit. Vielleicht kann man es hier sehen, an der Stelle ist die Zahl 10 abzulesen. Ich drehe jetzt die Kamera nochmal um. Die Kamera hat keinen Autofokus, sondern aus meiner Interpretation 3 Fixfokus-Einstellungen, nämlich einmal 3 Meter bis unendlich und einmal 0,9 Meter bis 3 Meter. Die 0,9 Meter bis 3 Meter ist die Standardeinstellung. Möchte ich zum Beispiel eine Landschaftsaufnahme machen, dann drehe ich an dem Rad hier einmal und wenn man genau hingesehen hat, hat man gesehen, dass das Objektiv sich etwas bewegt. Es steht jetzt in der Position 3 Meter bis unendlich. In der Stellung 0,90 bis 3 Meter kann man auch die Vorsatzlinse aufsetzen. So, das ist jetzt geschehen und damit kann man jetzt Nahaufnahmen machen, die in etwa so um 40 bis 50 cm liegen. Jetzt sieht man auch, dass hier diese Marke im Sichtfeld des Suchers drin ist, wie ich schon erwähnte, zum Parallaxenausgleich. So, ich ziehe das nochmal ab. Die Kamera ist jetzt betriebsbereit.
Wenn ich jetzt eine Aufnahme machen will, kann ich ja hier mal gleich probieren, indem ich hier einfach mal irgendeinen Gegenstand fotografiere. Dafür nehme ich jetzt die Instax 90 Mini, setze wieder die Vorsatzlinse auf. So, die Entfernung stimmt dafür. Und ich versuche jetzt mal mit der Kamera ungefähr 40 cm einzustellen. Ich bin jetzt aus dem Bild des Videos heraus. Gucke mal so. Ja, so müsste es ungefähr funktionieren. Und mache jetzt eine Aufnahme. Da muss ich jetzt hier auf den Auslöser drücken. So, und schon sieht man, dass jetzt der Film oder das Papierbild rausgefahren kommt. Man sollte es herausziehen und erstmal nach unten liegend, mache ich jetzt mal hier, ablegen, so dass nun nicht Umgebungslicht in großem Maße rauffällt. Das ist zwar nicht besonders kritisch, aber in der Bedienungsanleitung wird geraten, dass man das eben so machen soll. In der Bedienungsanleitung steht auch der Hinweis, dass man ungefähr 90 Sekunden braucht zur Ausentwicklung des Bildes. Das halte ich für gelinde gesagt untertrieben. In Wirklichkeit kann es bis zu 3,5 Minuten dauern, je nach Temperatur bei der Aufnahme und in dem Raum, in dem jetzt der Entwicklungsvorgang läuft. Das ist also auch nicht so sehr kritisch, weil man braucht es ja das Foto eigentlich nur liegen lassen und nach 3 bis 4 Minuten ist dann die Aufnahme komplett. So, jetzt kommt ein kleiner Zeitsprung. So, man kann jetzt hier sehen, dass das Bild ausentwickelt ist. Ich gehe mal ein bisschen dichter dran und versuche es mal so zu halten, dass es nicht sehr spiegelt. Hauptsache die Kamera kann jetzt das noch scharf stellen. Ja, kann man schon ganz gut sehen. Also, es hat gut funktioniert. Hier sind noch andere Musterbilder mal so auf die Schnelle. Ja, das war die Vorstellung der Kamera. Vielleicht noch ein abschließender Hinweis. Beim Einlegen der Batterie sollte man darauf achten, dass einige der Batterien, ich glaube 2, eigentlich falsch herum in die Federkontakte gelegt werden müssen. Üblicherweise ist es so, dass der Minuskontakt immer das Spiralfederelement hat. Und hier ist es bei 2 der Batterien, glaube ich, eben nicht so. Man sollte sich also nicht wundern, wenn die Kamera scheinbar nicht geht, wenn man sie einschaltet. Das kann dann einfach daran liegen, dass die Batterien falsch eingelegt wurden. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit der Kamera. Man sollte wissen, dass die Kamera kein Schärfewunder darstellt. Es ist ein einfaches Objektiv drin. Aber der Reiz der Sofortbilder überwiegt das bei Weitem. Ich hätte beinahe gesagt, eine feine kleine Kamera. Ja, stimmt nicht ganz, eine feine große Kamera. So, tschüss.